The Clearing ist ein Story-Telling-Spiel, in dem Sie in die Rolle eines jungen Mannes schlüpfen, der die dunkle Vergangenheit seines Vaters ergründet. Sie begeben sich auf die Spurensuche und stoßen in einem Wald auf eine verlassene Hütte, die einst Ihrem Vorfahren gehörte. Im Haus erkunden Sie Raum für Raum und finden Tagebuchauszüge, durch die Sie Einblick in die Geschichten erhalten, die dieser Ort erzählt. Je länger Sie sich auf dem Flecken Erde aufhalten, umso mehr erfahren Sie über die von Liebe, Hass und Vergeltung geprägten Vergangenheit. Undead Scout. The Clearing. Und damit herzlich willkommen zu einem Indie-Horror-Game. Ja, vornherein muss ich sagen, ich bin ein sehr großer Schisser, deswegen wird das wahrscheinlich sehr witzig. Und ich habe keine Ahnung, ob Jumpscares kommen oder nicht, ob es nur so gruselig ist oder mehr. Ich weiß es nicht und ich habe es auf Deutsch gestellt. Mal schauen, ob er das jetzt gemacht hat. Ja, dieses Indie-Horror-Game ist übrigens kostenlos. Der Download ist unten in der Videobeschreibung. Und ja, na dann. Beginnen wir. Müssen wir hier lang? Oder? Da ist auch ein Weg. My father was a writer, not just some drudge writer. He was a writer whose books were actually selling. The whole of my life, from the moment when, as a small kid, I could watch, listen, and remember he was a role model, an example, and a hero, whom I could become myself. Even though he had never been outpouring and showing his love, neither to me nor to my mother, I still believed that he loved us. I couldn't be more wrong. Ja, ihr habt ja eben gerade schon die Vorgeschichte gehört. Die habe ich im Nachhinein eingesprochen, weil ich kann das nicht vorher machen. Dann verspreche ich mich die ganze Zeit und das ist ein bisschen blöd. Da vorne sind Gräber. Ja, na dann. Viel Spaß. Ich habe richtig... Oh Mann, ich mag sowas nicht. Steht da vielleicht auch was drauf? Eilverwandt. Hier steht nirgendwo was drauf. Gräber, immer ein gutes Zeichen. 3 years ago, Stan Gresh died. His body was found beside the gates of San Francisco National Cemetery, where his parents had been buried. An autopsy showed the presence of several different kinds of amphetamine in my father's blood. Nobody knows what he was doing in the cemetery. He told us that he was going to meet his publisher to hand him his last work. The manuscript was never found. Yay. Ach man. Also das Spiel ist auch nicht sonderlich lang. Ich habe bei anderen Let's Playern einfach mal mir nicht das Video angeguckt, aber ich habe geguckt, wie viele Folgen die haben. Und einer hatte, glaube ich, 2 Folgen oder so, 30 Minuten. Das heißt, ja, mal gucken, ne? Och Mann, ich will nicht. A year after the father, my mother passed away. A cancer. The last months were real torment. Non-stop under the influence of morphine that caused hallucinations, in which my father played the main character. From narcotic dreams, she often woke up screaming a name. He was the hero of the first of father's best-selling books, a combative conspirator who defeated a bad Yankee in a duel about a woman. Da vorne ist ein Bett
Der Nachttisch. Eine Notiz, die wir nicht lesen können. Warum tue ich sowas? Können wir irgendwie sprinten? Nee, können wir nicht. Okay. Ja. Es ist alles ein bisschen... Also so fände ich es in Ordnung, wenn das Spiel einfach so bleiben würde. Wird es aber wahrscheinlich nicht bleiben. Ich habe Angst, dass er wieder ausblendet und wir nicht weiterlaufen können. Oder wir verpassen das dann. Ich nehme die Notiz. Es ist so gewollt. To my great surprise, a month ago, No. the tax office sent me a reminder, urging to pay the tax on the land somewhere in Montana. It was addressed to my father. In his scant testament, he didn't say a word about a property in the mountains. My father's things, I didn't find anything, even though I looked literally everywhere. Okay. Na dann. Also, wir müssen jetzt eine Hütte finden. Wahrscheinlich folgen wir dem Weg und finden diese Hütte. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe einfach nur mal, dass es nicht allzu gruselig wird. I found the title deed written on a napkin from Wendy's, in the trunk that Father used as a twisted desk, which was full of old papers and magazines. The act, written with red lipstick, referred to some cottage and its surroundings, high in the Rocky Mountains. In the truck, except for a spotty, moldy Kerouac's book on the road, I found also a journal. It described a lot more than just my father's hippie part of life. Oh yeah, certainly a lot more. Das war ich. Mit dem roten Lippenstift. Ich verstehe Leute nicht, die Horrorspiele spielen können. Also richtige Horrorspiele. Sowas wie Outlast oder sonst irgendwas. Ich verstehe das gar nicht. Ich habe Respekt vor diesen Leuten, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Wir laufen jetzt mal woanders lang. Weil wir das Spiel austricksen wollen. Ich habe keine Ahnung. Hä? Aber man kommt hier lang. Oder auch nicht. Wir können jetzt zurücklaufen. Hier sind wir Verwinde. Was habe ich mir da angetan? Okay, 6,5 Minuten ungefähr nehmen wir. Oder 5,5, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wann ich die Kamera angemacht habe. Oh, ich will nicht. Oh, habt ihr wenigstens ein bisschen Mitleid mit mir? Ich hoffe mal, ne? Ich hoffe, jetzt mit der Aufnahme ist auch alles in Ordnung. Nicht, dass ich das nochmal machen kann. Hätte ich keinen Bock drauf. I've always wanted to be a writer, as my father, but I had a scientific mind. I couldn't find a subject. When I read the first few pages of the journal, I knew that I'd found great material for a novel. Don't know why, call it an intuition. I thought that I would go to this marvelous cottage, get in the mood, and the book would be a bestseller. Also, ja gut, ihr könnt ja mitlesen, aber er wollte sich also inspirieren lassen oder auch ein Buch schreiben über dieses Haus und über die Geschichte seines Vaters, denke ich mal eher. Weil wir werden wahrscheinlich viel über seinen Vater herausfinden. Ich würde nicht zu diesem Haus gehen. Aber ne, so ist das ja überall in Horrorsachen, ne? Immer, nein, verlass nicht den Raum. Ich gucke alleine nach. Das ist kein Problem für mich. Da draußen liegt, keine Ahnung, meistens eine Leiche und dann, ich guck mal nach, was das ist. Alleine, ohne Waffe, nur mit einer Taschenlampe. Da gehe ich raus und schreie ganz laut, hallo, ist hier wer? Eins nice Idee von Umsetzung her, ne? Also, At last, the picturesque light of the setting sun. I got to a little wooden bridge on the verge of a dense forest over a rough mountain brook. ach nee, so eine Musik dann auch noch, das mag ich gar nicht. Müssen wir da hoch? Ich denke mal hier nicht. Das ist ja alles schön, aber... Okay, du wirst ruhig bleiben. Es sind nur Pixel. Press M to view map. Ah, sowas. Okay. Also wenn wir so stehen, ist Süden. Das heißt, wir gucken in Richtung Süden. Das heißt, wir sind bei einer Brücke. Ich glaube, wir sind bei der Brücke links. Oder?
Ich habe keine Ahnung. Aber dann wird das... Na... Wird das Sinn machen? Ich glaube schon. Ich habe keine Ahnung. Ich kann mit sowas richtig gut umgehen. Oder wir sind oben bei der Brücke. Warte mal, wir könnten nach oben bei der Brücke sein. Ja, hier sind halt 2 Brücken. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist in der Mitte dieses Scheißhaus. Scheißhaus. Das Scheißhaus ist da, ja. Wer weiß, welches ist denn ein Scheißhaus? Oh. Ich bin total mutig. Irgendwas passiert jetzt doch. Ich bin so schreckhaft. Mann, das Problem ist halt, ihr hört ja ab und zu im Hintergrund diese Scheiß-Meldediche. Und wenn dann so ein Flattergeräusch kommt, denke ich immer, die werden in meinem Zimmer. Wenn immer dieses Geräusch kommt. Nicht cool, Spiel, gar nicht cool. Oh Mann, habe ich Angst. Okay, geil. So. Ein Grab. Schön. Kann ich damit interacten? Kann ich mich da einbuddeln? Hallo? Steht da nirgends was drauf? Warum ist hier ein Grab? Mitten im Wald. Das ist in Österreich aber auch öfters so, wenn man da irgendwie wandern geht, dann ist da irgendwie so links und rechts geht so bergab und du hast so einen Mini-Weg. Denkst du so, oh Gott, total sicher. Läufst ein Stückchen weiter und hinter diesem riskanten Weg ist einfach ein Kreuz mit so einem Namen und mit so einer Jahreszahl, so vor 3 Jahren am besten noch so ist es passiert. Denkst du so, oh. Ja, gut, dass ich schon drüber bin und das jetzt ist sehe, weil sonst wäre ich da nicht rübergegangen. Das ist immer sehr heftig, finde ich. Ich habe Angst. Hilfe. Hilfe. Was ist da vorne? Das ist ein Baumstumpf, oder? Oh Mann. Warum tue ich das eigentlich? Warum spiele ich dieses Scheißspiel? Es regnet. Okay. Es gewittert. Hold Shift to run. Alles klar. Alles klar. Warum soll ich rennen? Bitte. Ich kann nicht mehr rennen. Ist da was hinter mir oder was? Och nee, gar nicht cool Spiel. Okay, als erstes mache ich das Spiel bei mir mal ein bisschen leiser. Warum zur Hölle soll ich denn rennen? War da was hinter mir oder hieß es einfach nur, yo, du kannst jetzt rennen? Weil du musst rennen. Weil gleich verfolgt dich was. Okay, jetzt sind wir bei diesem Haus. Bei dem kleinen Haus links, würde ich jetzt mal schätzen. Das heißt, wir waren links bei der Brücke, oder? Ich habe keine Ahnung. Wir sind nicht den ganzen Weg da jetzt runtergelatscht, oder? Das ist scheiße. Ich kann auch nicht versprechen, dass ich das durchspiele, nur so zur Info. Wenn ich Schiss kriege, dann habe ich Schiss und dann, ein Boiler, okay. Was ist das für ein Schatten gewesen? Ist nicht. Nicht so, ja, die hören uns doch alle. Ich glaube, wir sind keine Monster. Ich hätte mich beim informieren sollen. Ich will hier nicht raus. Wobei, hier sehe ich. Hier sieht mich was, ne? Also wenn hier was ist, dann sieht es nicht, wenn ich hier drin bleibe. Slender kann ich auch mal spielen, nein, danke. Aber da habe ich nach einer Notiz, weil dann findet das Slender-Band dich ja, wenn du eine eingesammelt hast, hätte ich so Schiss. Also dann habe ich Schiss und dann mache ich ihn mal aus. Hat das gerade geflackert? Okay. Ach mal, haha, der Baum da hinten wackelt. Lol. Press F2, F4.
nee. Och nee. Warum tue ich mir das an? Naja, aber manche Leute das ja wollten, dass ich das spiele. Nein, ich habe das ja vorgeschlagen, dass ich das spiele. Manu, ich will nicht mehr. Draußen liest jemand rum. Okay. Bin ich schon drin? Ach so. Ja klar. Ist ja gar nicht gruselig. Oh Mann, ich hätte mich informieren sollen, ob es Jumpscares gibt. Wenn da stehen würde, nö, ist eine gruselige Atmosphäre, dann... Ach so, das ist der Ausgang. Stell wieder rein. Dann hätte ich nicht so eine Angst. Weil nur wenn irgendwas Ekliges irgendwo liegt oder so, ich habe einen Screenshot gesehen, werde ich euch jetzt nicht verraten. Es war einfach nur eklig. Aber das war jetzt nichts irgendwie... Irgendwas kommt nicht. On the fourth night, there was the first autumnal snowfall. In September. Mach ich das mal ab. Und hier ist es etwa vor. Das hat sich immer sehr seltsam angehört. Und the fourth night. In der 4. Nacht fiel der erste Herbstschnee. Im September verfluchte Berge und dazu noch dieser verstopfte Schornstein. Kein Zug. Ich habe keine Ahnung, was ihn verstopfte. Andererseits will ich es vielleicht nicht wissen. Ich heize im Ofen in der Küche, nur um ewig auf dem Weg zu Ende zu schreiben und für den Winter nach Kalifornien wegzuziehen. Könnte es bitte aufhören zu gewittern? Schön. Es ist nur ein Spiel. Guck mal, hier ist nichts. Guck mal da, so. Schön. Jetzt bist du da irgendwas stehen, Alter. Ich würde schreien und würde das Spiel ausmachen. Was ist das Licht aus? Mann, das Licht ist gar nicht aus. Das Licht wäre aus. Okay. Ich bleib ganz stark. Unwillingly sleepless. Nächste, another unwillingly, was? Egal. Nächste unabsichtlich durchwachte Nacht. Weitere geschriebene Seiten. Ich habe gelesen, was meine Hand mitten in der Nacht geschrieben hat. Niemals keimte in mir auch nur ein Körnchen eines ähnlichen Gedankens. Und aus dem, was ich lese, entwickelt sich allmählich ein Schundroman. Eine Katastrophe. Was ist am Schundroman so schlimm? Kann ja ganz nett sein. Habe ich nicht gesagt, nein. Ich habe Angst. Mann, es ist nur eine Milchpackung. Es ist nur Essen. Oh, lecker Essen. I'm moving up from the ground. Das ist... Ah, nee, das ist nochmal John. Oha, es fliegt ja alles weg. Ich verschwinde aus dem Erdgeschoss. Ich kann hier nicht schreiben. Alle Passagen des Buches, ewig auf dem Weg, scheinen mir völlig falsch zu sein, so wie Sie es erwarten. Immer wieder lenkt mich etwas ab. Irgendeine Quietschen. Ja, sehr gut. Irgendein Quietschen. Irgendein Klopfen. Sogar ein LSD-Trip ist heute nicht angenehm und fröhlich wie immer. Okay, das ist sehr gut Deutsch. Öffnet jetzt nicht den Verstand. Was? Also selbst ein LSD-Trip öffnet jetzt nicht seinen Verstand. Ich fühle, dass etwas Böses mich anfasst. Etwas knotet seine Sklaventakeln um mich. Alles klar. Die falschen Videos geguckt. Also was passiert? Mach ich so?
und tu erstmal gar nichts. Nur so zur Info. Wahrscheinlich steht so, du kannst jetzt nicht ins Hauptmenü. Doch, wenn ich das sage. Er lacht mich wahrscheinlich gerade aus oder sagt einfach nur so ungut. Tonight I had it. Ist mir egal. Mach doch einfach aus, wenn es euch nicht gefällt. Getrollt wird nett, getrollt wird nett. Fickt euch, getrollt wird nett. Wer trollt, fliegt. Heute Nacht hatte ich einen schrecklichen, verdammten Albtraum. Oder ist es die Wahrheit? Die Perser sind an allem schuld. Ich habe geträumt, dass ich aufgewacht war und über mich beugten sich ein alter Soldat und Billy, nur irgendwie jünger. Ich war mit einem Ledergürtel gefesselt und konnte mich nicht bewegen. Und sie quälen Yvonne, arme Yvonne. Sie schlugen und vergewaltigten sie abwechselnd. Ah, alles klar. Vermutlich habe ich nie aufgehört, sie zu lieben. Ist das jetzt hier wirklich passiert? Was? Das ist ja der Vater, ey. Was geht denn ab beim Vater? Ich hasse dieses Spiel. Ich mag das nicht. Egal, wir haben schon 20 Minuten. Halleluja. Ich höre jetzt auf. Zumindest für diese Folge. Vielleicht nehme ich gleich noch ein bisschen auf. Ich mache das mal. Ich mag das nicht. Ich liebe es, mir Horror-Displays anzuschauen. Nur, ich glaube, das liegt ein bisschen daran. Ich kenne mich damit überhaupt nicht aus. Aber wenn man jetzt einen Horrorfilm guckt, dann habe ich davor auch noch mehr Angst. Mache ich auch nicht so oft, weil ich Faschist kriege. Aber der Punkt ist einfach der, Filme sind für Zuschauer gemacht. Aber Horrorspiele sind halt für die Spieler gemacht. Das heißt, es ist gruseliger, wenn man selbst spielt. Und wenn man sich jetzt ein Let's Play anguckt, dann ist es sozusagen, ist man davon weiter entfernt. Weil der Horror halt anders auf denjenigen einwirkt. Und wenn du jetzt zuguckst, wirkt der halt nicht mehr so gut. Bei Outlast konnte ich mir angucken, mehrfach. Und fand es irgendwann einfach nur noch witzig, weil ich mir dachte, oh, jetzt kommt gleich der Jumpscare. Und dann hat man die Facecam gesehen und das war ziemlich witzig. Aber Spiele sind nicht so gut für mich. Aber naja, ich werde das weiterspielen. Vielleicht nicht durchspielen, ich werde es weiterspielen. Auf jeden Fall sehen wir uns dann bei der nächsten Folge wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao. Getrollt wird nett. Fickt euch, getrollt wird nett. Wer trollt, fliegt. Getrollt wird nett, getrollt wird nett. Fickt euch, getrollt wird nett. Wer trollt, fliegt.